Hi und herzlich willkommen zu Frieda und Carlo, heute mit einer neuen Folge. Und wie letztes Mal angekündigt, geht es heute um den Roller vom Andreas, nämlich um den Franz. Und ja, der Andreas wird euch jetzt sein Herzensprojekt einmal vorstellen. Du, dann starte mal und sag einfach mal ein paar Worte zu deinem Franz, zu deinem Herzensprojekt. Ja, warum heißt er Franz? Ich habe einen zweiten Namen, Andreas Franz heiße ich. Und weil das irgendwann mal mit 16 Jahren in meinem Kopf entstanden ist, was ich alles umbauen will, aber irgendwie nie die Zeit und Mittel dazu hatte, das zu machen. Und auch, weil früher, der musste der Roller ja fahren, da hatte man ja keine Zeit hin, so lange zu zerlegen, ist diese Idee schon vor langer, langer Zeit entstanden. Und jetzt einen guten Schritt weiter, sodass er bald auf der Straße ist. Fertig wird er, glaube ich, nie sein. Soll ich euch mal was dazu zeigen? Dann gehen wir vom Projekt mal durch. Das ist das gute Stück. Ja, ist eine Original, ist eine P80X, Baujahr 81. Komplett zerlegt in jede Schraube. Was haben wir da gemacht? Ich sag mal, fangen wir an mit dem Stahlbau. Die Backen wurden verbreitert um 3 cm, beide Seiten jeweils. Danke an den Blechmann, Marc. Gecleant, heißt Blinker wurden rausgenommen auf beiden Seiten, dafür LED-Stripes eingesetzt von innen. Löcher alle gecleant für die Rücklichter. Beide Seiten 3 cm verbreitert. Alles zugemacht. Der Monkey aus Düsseldorf hat mir einen schönen neuen Schriftzug gemacht. Passend zum neuen Kubiksatz. 177 Kubik mit Langhubwelle. Gehen wir weiter durch. Sonst an der Karosserie gar nicht viel verändert. Eine neue Trittbreche ran. Vom Indonesien, vom Axrad. Auch da, Dankeschön. Wirst im Video verlinkt. Vorne genauso Blinker geschlossen und auch senkrechte LED-Blinker eingesetzt. Woher hast du die Blinker? Also wie bist du da drauf gekommen? Ja, mittlerweile gibt es ja LED-Technik überall. Also das ist aus dem Motorradsport. Okay. Ja, das ist so zum Metallbau gesagt. Auf der anderen Seite, wenn du rumkommst, einmal noch, was haben wir noch zum Rahmen gemacht? Alles ein alter Rahmen. Außenbackenverschluss. Heißt, die Backen haben wir unten verschlossen. Ist zu, dass da nichts an Dreck reinkommt. Ein Fach kennt man mittlerweile, das ist angefertigt. Auch danke an Blechmann. Komplett Aluminium, verschiedene Fächer. Man sieht schon, hier ist die Elektrik drin. Ein bisschen Benzin, 1 Liter Reserve, Handschuhe, Öl, Einfüllstützen, Reifenpannen, Ersatzteile, Batterie. Ich bin so ein kleiner Elektronerd, das heißt, unter Batterie ist ein Sicherungsfach. Ja, sehr schön. So, Backen. Was haben wir noch gemacht? Wenn er einmal rumkommt, sieht man das besser. Wir wollten das natürlich noch ein bisschen optimieren. Das sind so kleine Details, die immens viel Arbeit bedeuten, aber man sieht es nicht so genau. Normal sind bei der PX die Backen ja parallel zum Boden. Wir haben die um 2 cm geneigt. Warum haben wir das gemacht? Ich wollte nicht, dass das Heck hinten nicht stimmig ist. Das heißt, normal ist hier hinten so eine Kunststoffschürze dran. Die Backen stehen ein bisschen tiefer. Ich wollte, dass sie auf einer Höhe enden und dafür mussten wir die hinten höher setzen. Das heißt, die sind ein bisschen mehr geneigt, sieht ein bisschen mehr Racing aus. War immens viel Arbeit. Ist immer noch ein bisschen Potenzial zur Verbesserung, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Was haben wir noch gemacht? Vorne ist eine kürzere Gabel drin. 5 cm gekürzt, mit einem gekürzten, hörgelegten PK-Dämpfer, mit dem S&S-Satz hier oben. Ist auch noch nicht die finale Lösung hier. Ich habe so viel rumgespielt mit dem Garelli-Kotflügel, mit dem originalen PX-Kotflügel, und dass ich das immer schnell wechseln kann, habe ich den mal eingekattet. Wird noch geändert, aber da gucken wir jetzt gerade mal, wie es weitergeht. Ein gedroppter Lenker, 30 Grad Standard, sodass man vernünftig schalten kann, ohne das Beinschild kürzen zu müssen. Das ist so grob von der Geometrie. Sind auch ein paar andere Sachen, dass wir den Rahmen unten glatt gezogen haben, auch unter der Kiste. Sieht man jetzt so nicht, aber sind halt Sachen, die so kommen. Lackierung
Weil es Ende des Jahres fertig geworden ist und ich ein bisschen wenig Zeit hatte, habe ich mich dafür entschieden, erstmal nur zu grundieren. Dank ans Korrosionsschutzdepot. Branto Korks ist wunderbar, deswegen ist er noch gerollt. War aber super, weil beim Umbau, Zusammenbau so viele Marken reingekommen sind. Das Projekt ist, glaube ich, noch lange nicht fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir nächsten Saison die nochmal runternehmen und dann mal richtig lackieren lassen. Was haben wir ja noch gemacht? Streamline-Sitzbank ist irgendwie das Einzige, was mir so richtig gefällt vom Winkel her. Die fügt sich einfach schön in die Form ein. Wenn wir schon bei der Streamline sind, wenn schon Streamline, dann haben wir gesagt, dann machen wir die auch nach hinten wegschwingend. Soll ja was haben und nicht so Standard 0815 sein. Und dann mein großes Steckenpferd halt die Elektrik. Heißt, ist alles umgebaut, elektronisch komplett auf die neue SIP-Vapezündung. Alles DC, also Gleichstrom, Batterie, größte, die ich da einbauen kann. SIP-Tacho ist leider wieder mal außer Funktion. Zum x-ten Mal. Ich weiß immer noch nicht, weil ich den Kabelbaum noch aufgebaut habe, ob ich da einen Fehler reingeknallt habe. Mir wurde gesagt, ich soll mal die Blackbox wechseln und gucken, ob es dann geht. Hier oben ein kleiner digitaler Tacho nochmal on top, aber eigentlich hauptsächlich Navigation. Ist ganz sexy. Der SIP-Tacho habe ich hier den Knopf eingelassen zum Steuern. Standard digitaler Taster, dass keine Kabel außen zu sehen sind. Ja, hier unten, das ist vorhin schon mal gefragt, die Schaltzentrale. Genau. Benziner muss noch gekürzt werden, habe ich verpennt. 2 cm zu lang. Schoke ganz normal vorhanden. Habe hier ein paar Taster eingebaut, Schalter eingebaut. Zum einen Warnblinklicht, ist über den Kellermann-Relais gesteuert. Das ist vorne das Angel Eye zuschaltbar. Und hier so ein kleines Gimmick, was ihr mal seht, wenn ihr unter den Boden schaut. Was ihr dabei auch noch gesehen habt, sind die Federdämpfer, Stoßdämpfer für den Hauptständer von Motorino Diablo. Dass der Hauptständer nicht mehr hinten vorknallt, wird halt gedämpft. Vorne noch so ein bisschen, aber es lebt noch, vorne haben wir noch ein bisschen rot beleuchtet. Einfach mal ein paar Akzente zu setzen. Vorne ist der Scheinwerfer vom Scooter Center drin. Wie gesagt, das ist die Angel Eye mit dem Gitter oben drüber. Angel Eye separat schaltbar und genauso dann Lichtschaltbar LED. Also es ist schon was Feines mittlerweile. Wo wir bei der Elektrik sind, Licht vorne, hinten. Das Rücklicht gecleant, lange überlegt, wie ich es rücklichtig anbauen werde. Das heißt, ich habe mich für eine Lösung All-in-One Nummernschildhalter CNC gefräst von Heinz Bikes für Harley entschieden, wo Rücklicht und Bremslicht integriert sind. Das Ganze gibt es auch mittlerweile noch mit einer Blinkerlösung. Ich fand es aber ganz cool, die Blinker in den Backen zu haben. Ja, was haben wir noch? Im Handschuhfach Anzeigen, dem Erste Hilfe. Ja, man sieht, die Spannung geht gerade ein bisschen runter, läuft schon zu lange im Stand. Reifendruckkontrolle, Spannungsanzeige und. Hier vorne noch eine kleine Spielerei. Da muss ich den Kaffee doch mal wegstellen. Da muss ich ein bisschen Gewicht vorne dran kriegen. Haben wir mal einen 5-Liter-Kanister getrennt. Da ist dann das Bordwerkzeug und ein paar Ersatzteile noch mal drin. Der Vespa-Fahrer von heute hat natürlich mal alles dabei. Aber trotzdem noch genügend Platz, um auch mal den Weber Gasgrill oder einen Everpack zu transportieren. Da sind klappert, da muss ich noch eine andere Lösung finden. Noch einen kleinen Zug drum. Was haben wir sonst noch? Ja, so ein Kickstarter ist mittlerweile bekannt. Mal was anderes. Gibt es halt nicht in schwarz, muss man einfach bekannt machen. Das habt ihr in den letzten Videos ja ein paar Mal gesehen. Motorisierung ist ziemlich gediegen. 177er Grauguss Polini mit einer Maso Langwelle K2D.
Also 187 Kubik. Nichts gefräst, einfach Plug-and-Play-Tuning. Aktuell ist noch ein SIP 2 drunter. Tendiere mehr zur Polini-Box, mal gucken. Soll ein vernünftiger Tourer werden, der nicht allzu sehr den Tank leer zieht und dass man ein paar Meter mitfahren kann. Gucken wir mal, wie dann die Stage 2 wird. SI 24 Vergaser, Fastflow. Alles neu aufgebaut. Achso, hinten. Gehen wir mal nach unten. Hinten ist ein 130/70 Heidenau drauf. Hab vom Wolfgang von S&S das Breitreifenpaket geholt. Aktuell mit 2 breiten Kosa-Hälften und dem Spacer in der Mitte, sodass ich da auf 4,1 Zoll komme. Mehr geht nicht. Nein, den kriegt man nicht genau in die Flucht. Muss ich damit vorne wieder ausgleichen. Motor um 13 mm versetzt. Vorne dann dementsprechend noch ein bisschen mehr das Fahrwerk hinzubekommen. Den 18010 drauf. Also kleiner vom Umfang. Gefällt mir noch nicht ganz mit dem Radius vom Kotflügel. Da müssen wir noch mal dran, dass wir den Kotflügelradius ein bisschen verkleinern. Ja, den haben wir ein bisschen nach rechts rüber gesetzt, sodass die Spur wieder stimmt. Das natürlich auch alles vom TÜV abgesegnet werden kann. Auch das ist alles zugelassen, vom TÜV eingetragen. Alles vernünftig gemacht. Ja. Was habe ich vergessen? Bestimmt einiges. Das Ding ist auch noch lange nicht fertig. Ja, Marc, ich weiß. Ich muss vorbeikommen, dass hier 2 Schweißnähte draufgesetzt werden, dass diese Popnietenschrauber Dinger hier verschwinden. Viele Details, aber erstmal müssen wir das Ding jetzt auf die Straße vernünftig bringen und dann mal ein paar Meter reißen. Was war denn die schwierigste Aufgabe an deinem Projekt? Waren das die Breitreifen? Oder? Das Schwierigste ist, das wächst halt immer weiter. Ich sag mal, ich bin echt happy, dass ich da mit Marc jemanden gefunden habe, der dieselbe Sprache spricht, dasselbe Denken hat. Das Projekt wird halt immer größer durch die Blecharbeiten. Viele Sachen mussten wir aus Zeitgründen noch mal ein bisschen nach hinten stellen. Wir wollten die Backe zum Aufschwenken machen, wie bei den alten Whiteframes. Gucken wir mal, was daraus noch wird. Das ist noch lange nicht zu Ende, aber das ist halt das Thema. Jeder, der so ein bisschen Custom-Style betreibt, weiß, das ist so ein Fass ohne Boden. Man kann da sehr viel Zeit investieren. Deswegen war jetzt erstmal dann Fokus auf das Ding auf die Straße bringen, so dass es egal auf der Straße unterwegs ist. Und da sind wir jetzt kurz davor. Sieht gut aus und machen wir alles. Elektrik war schon, ich bin da sehr affin für, wie man sieht. Jeder, der unseren Instagram-Account verfolgt, hat auch gesehen, sieht auch heute noch, wie viele Kabelmeter da reingeflossen sind. Und habe auch manchmal geflucht, wenn ich dann abends einen Kurzschluss erzeugt habe und dann mal wieder 3 Tage, 4 Tage warten muss, bis man weitermachen kann, bis die Ersatzteile kommen. Aber gibt es viele Baustellen. Jeder, der es betreibt, weiß, man kann halt nichts von der Stange kaufen. Wenn Fragen sind, schreibt in die Kommentare. Instagram ist immer easy, um Fragen zu stellen.